Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir haben beim letzten Mal das erste Kapitel durchgespielt und werden uns dementsprechend jetzt dem nächsten Kapitel widmen. Prologue. Crisis in Ferdiad. Upon his return to Garreg-Mach, the humble Tomas shapeshifts and flees, and not even the Knights of Ceres's most concerted efforts can track down the erstwhile librarian. Dimitri elects to keep an eye on events from afar and not involve himself in the disturbance. Soon, however, an urgent message arrives from Ferdiad, capital of the Kingdom of Fargus. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt. Die werden ihn bestimmt nicht zum Geburtstag gratulieren. Well, that was certainly an unexpected conclusion to the whole Tomas saga. Thanks to his shapeshifting ability, he slipped free of the knights and escaped. Shapeshifting. Yes, that's what I said. Also, I know what you want to say next. His powers are just like the ones you gave me. His powers are just like the ones you gave me. Are you in league with him, Arval? Where did these powers come from? If I am in league with him, no one has informed me. All I have is you, my dear partner in destiny. Still, I saw what you saw. Clearly, we don't have a monopoly on shapeshifting. Oh, ich mag Monopoly. And now that everyone knows about Tomas, some of them must have connected the dots back to me. At least they've had the grace to keep it to themselves. It's because they trust you. Hold on, someone's coming. Ah, there you are. Something wrong? No, I simply wanted to check in after the unsettling events of the other day. I kinda try not to dwell on stuff like that, but I admit I'm having more trouble shrugging this off than usual. It's gonna make my life a lot harder if my powers end up being evil. Perhaps. And yet... How do I put this? Power is neutral. The good or evil of it comes from the one who wields it. For example, I possess extreme strength, and have always believed this gift was bestowed upon me so that I might protect others. Ich glaube, Dimitri ist tatsächlich der Einzige, dessen Wappen oder dessen Blutlinie noch so eine besondere Eigenschaft dazu hat, ne? So halt, er ist halt unglaublich stark. Also halt, er konnte zum Beispiel in dem Support mit Raphael einfach einen Karren hochheben und wieder richtig hinstellen. Und Raphael wollte dann unbedingt wissen, was seine Trainingsmethode ist. Ich glaube, dass tatsächlich Dimitri der Einzige, der noch so eine, ich sag mal, Special Ability in seinem Blut hat, abgesehen von der Fähigkeit vom Wappen. Zumindest wird es bei den anderen nicht erörtert. And you used your power to save us, which means it cannot possibly be evil. Didn't mean to fish for sympathy there, but, well, thanks. My apologies if I overstepped. I've been looking all over for you, Prince Dimitri. Her Grace the Archbishop is asking for you. She requests that you come to the audience chamber immediately. Duke Fraldarius has arrived for a visit. Rodrigue is here? I'm on my way. Let us continue this discussion later. Hold on. What did you say? I've only just heard the news, so I'm a bit hazy on the finer points. But it seems my uncle has seized control of the capital and declared war on House Fraldarius. All signs point to him wanting to stamp the line out entirely. That's Felix's family, right? They're one of the kingdom's leading houses. What does the royal family gain from eliminating them? I'd wager it has to do with House Fraldarius supporting my claim to the throne. The bigger question is why the Grand Duke chose to launch an offensive now of all times.
Whatever the reason, he must have decided to act before His Highness's coronation could take place. My uncle claims House Feldarius is attempting to install me as their puppet. As such, he issued a written appeal to the Western Lords to help him rescue me from the Duke's foul clutches, as he puts it. In what cruel world would our noble house take the reins of a boor like you? Don't ask me, it's his pretext. So what exactly is going on in the capital? You said it's been seized. Oh dear. I do hope nobody there has been met with foul play. He's in no position to engage such a move until I've been removed from the situation. I say the Regent should be dealt with. I haven't heard one good thing about his leadership. I've no intention of becoming a pawn in this game. All the same, I must return to Fargus at once. Dedu, you will accompany me. As you wish, Your Highness. Felix, I'm sure your father will contact you soon. For now, just wait for Rodrigue to weigh in. Ash? Sorry, it's just that Lenato used to be in the Grand Duke's service, so... He is a man of compassion. It's not out of the question he'll be swayed to my uncle's side. Truth be told, we're not sure where anyone's allegiances lie at this point. So let's not hasten to conclusions, any of us. We must all keep level heads. Na, da bin ich ja mal gespannt. Scheinen wir endlich mal I'm told you are sending the normale knights to Territorium help us, Lady Rhea. I do not wish to sound ungrateful, but are you sure you want to do that? The Church of Seros cannot overlook this grievance. Regrettably, many of our knights were dispatched elsewhere several days ago on another matter. However, while we may lack numbers, we have put together a unit of considerable skill. It will be captained by someone near and dear to you, in fact. Someone well suited to a mission within the kingdom. Someone near to... Ah, of course. That is encouraging. Since its very inception, we have watched over the kingdom of Fargus as one would their own child. When its peace is threatened, the Church has no choice but to act. I have not forgotten your outpouring of aid after my father's passing 4 years ago. And I swear to repay that kindness in full. One other thing, a suggestion, if you will, from the Church. Ja. Interesting. So she wants all of us to go with you? Yes. This time, the Knights of Seros will be accompanying us, in addition to Professor Yuritsa. Well, I certainly don't mind. But Annie and Ash, what about you? You know I'm always behind you. But considering what it means for my uncle, I don't know. House Dominic's lands are surrounded by other houses that are likely to support Rufus's claim. If I join you, it could sour my family's relations with our neighbors. I'll go. I mean, of course I don't want to get Lenato into any trouble. But I also know he'd want me to do what I think is right. I'm sorry to place such a difficult decision on your shoulders, Ash. And what of you? Ich meine, natürlich kommen wir mit. Was ne Frage. I'm in. The more time I spend here at the Academy, the more I miss actual fighting. Besides, I want to use my powers to help. After all, the good or evil of a thing comes from the person wielding it. Am I right? Indeed it does. You have my thanks. There you go again, throwing yourself headlong into the first conflict you find. No wonder I have to keep stepping in to guide you. Still, we basically have no choice, so run wild, I guess. I'll inform you of the details soon. Please ensure you're prepared by then.
Annette ist nicht da. Wir werden nur in Firdiat sein. Ich sollte wohl mal nachsehen, was die anderen treiben. Wow. Sind wir wieder hier. Ah, schön. Wir haben jetzt Zugriff zu allen, außer zu Annette. Können wir irgendwelche Unterstützung eingehen? Oh, man sieht da aber wenigstens, wie lange die Leute noch brauchen, bis sie supporten können. Das ist ziemlich cool, tatsächlich. So Ingrid, Sylvain, Mercedes und so halt bis auf die Du und Ash hat halt keiner Supports, weil wir keinen einsetzen konnten. Das ist jetzt halt ein Brief, ne? Oh, das ist Ludwig. Yes? Ja, wir sind ein Student. Nice day we're having. Ich grüße euch. Ihr seid Studentin an der Militärakademie. Ich bin Rodrigue Akil Fradarius. Und im Zentrum des Mahlstronds, in dem wir uns befinden, ist meine Wenigkeit. Entschuldigt, dass ihr in diesen neuen Zwist hineingezogen wurdet. Hallo, ich bin Ihrer und ich habe mich zumindest vorerst dem Blauen Löwen angeschlossen. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu Would it machen. bother you? Ohne militärische Stärke werden wir die königliche Hauptstadt kaum einnehmen können. Also möchte ich euch bitten, uns wenn möglich dabei zu helfen. No, was habt ihr zwei denn dazu zu tuscheln? Got a second? Hey, Kopf hoch, Felix. Dein Vater macht sich schon Sorgen. Ich weiß, wie unangenehm es ist, wenn die Leute seltsame Behauptungen über deine Familie aufstellen. Tu nicht so, als wüsstest du alles. So etwas würde mich nie jucken. Warum bist du denn so wütend? Wenn dich das also nicht juckt, warum ziehst du dann ein Gesicht, als hätte man dir in den Magen geschlagen? Weil ein gewisser jemand mir mit seiner Unentschlossenheit die Galle hochkochen lässt. Not good. Hör mal, wenn du dir solche Sorgen um seine Hoheit machst, solltest du mit ihm sprechen. Warum sollte es meine Aufgabe sein, ihn aufzumuntern? Weil du sein Kumpel bist? Oh, that's right. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, mir kam etwas Zorn, als wir Garrick Mark verließen. Offenbar machte sich Magister Jeriza zusammen mit den Schwarzen Adel auf den Weg zur kaiserlichen Hauptstadt. Und wenn ich mich nicht irre, hatten die meisten Ritter der Seros irgendetwas zu erledigen, weshalb sie uns auf dieser Mission nicht begleiten konnten. Ich bin mir sicher, dass es nichts mit der Akademie zu tun hat. Aber ich frage mich, was Annie und die anderen wohl treiben. Na, habt ihr euren Buchclub noch am Laufen? Well, Geht das auch wirklich in Ordnung, Ash? Schließlich war Viscount Lenato einst Diener des Großherzogs. Ja, als er von den Umständen erfuhr, sagte er mir, ich solle an dem festhalten, was ich für gerecht erachte. Let's see. Viscount Lenato ist dein Adoptivvater, nicht wahr, Ash? Er scheint ein bemerkenswerter Mann zu sein. Danke. Ich hoffe, eines Tages wie er zu sein. Let's give it a go. Und genau aus diesem Grund werde ich tun, was ich für richtig halte, Ingrid. Also mach dir keine Sorgen. Vielleicht taugst du wirklich zum Ritter, Ash. Oder nicht was? Ist das eine Pfundsache? Ein exquisiter alter Brief. Ich hatte ein Geschäftstreffen in Firdiat, doch es wurde abgesagt. Jetzt ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt dafür. Du erinnerst dich bestimmt daran, dass sich der König mit den Anführern von Duscur treffen wollte. Nun, sie wurden auf dem Weg dorthin von Angreifern aus Duscur überfallen. Alle bis auf den jungen Prinzen wurden... Ja was? Weggezaubert? Eliminiert? Versteinert? Heilig gesprochen? Hier fehlt ganz eindeutig was. Jemand hatte eine Armee mobilisiert und losgeschickt, um Duscur den Erdboden gleich zu machen. Ohne einen König herrscht in Firdiat inzwischen Chaos. Duscur hat hier wirklich einen Fehler begangen. Alle werden für die Taten einiger Radikaler bestraft. Wenn man jedoch bedenkt, was sie getan haben, verdienen sie es vielleicht. Ich nehme an, dass wir deswegen mit Duscur keinen Handel mehr treiben können. Wirklich schade. In der Nähe von Gwenchivia gibt es Goldvorkommen und die Schmiede ist wirklich hervorragend. Was auch immer geschieht, bitte unter dem Nächstgesicht zurückwenden. Brief eines Händlers ist Firdiat gesendet. Ich verabscheue den Großherzog. Er hat unzählige Male versucht, seiner Hoheit zu schaden. Die erste Kampagne seiner Hoheit bestand darin, die Rebellion im Westen niederzuschlagen. Auch dies war eine Verschwörung des Großherzogs. Nur aus Fradarius ist es zu verdanken, dass seine Hoheit damals heil davon kam. Auch danach ging die Mordschläge im Palast unvermindert weiter. Wenn man bedenkt, was mit König Lambert und Duscur passiert ist.
Seine Hoheit muss sich im Klaren über die bösen Absichten dieses Mannes im Klaren sein. Gibt's hier noch mehr solcher Briefe? Muss ich finden. Ich glaube, das ist der einzige. Oh, hallo Gilbert. This way. Ich bin Gilbert. Mir obliegt es, die Ritter der Seros bei der bevorstehenden Schlacht anzuführen. Falls es nötig sein sollte, verlässt du dich hoffentlich auf mich. Ich werde nicht zulassen, dass den Studenten der Militärakademie etwas zustößt. Freut mich zu hören. Ich kann sehen, dass sie mit einem Schwert umzugehen versteht. Hat er nicht normalerweise eine Axt? Das ist wahrscheinlich das Einzige, womit ich punkten kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder einzelne der blauen Löwen uns anschließen wird. Let's see. Ja, ich schätze, damit hat einen Grund, weshalb sie nicht mitgekommen ist, was? Ich denke, so ist es. Das ist übrigens Annets Vater. Ja, sind immer nett. Schau nicht so niedergeschlagen rein, Dimitri. Jeder hat irgendwann mal eine handfeste Auseinandersetzung mit seiner Familie. Wie geistreich von dir. Vielleicht täte ich gut daran, mir eine Scheibe von deiner Heiterkeit abzuschneiden. Ich habe meinen Onkel ein Schreiben zukommen lassen, aber ich wette, dass ich keine Antwort erhalten werde. Bitte fahrt mit der Vorbereitung fort, damit wir sofort losgehen können, falls es zum Kampf kommt. In Ordnung, ich sollte mich etwas ausruhen, bevor der Kampf losgeht. You have my thanks. Wie ich sehe, hast du mit allen gesprochen. So viel Aufmerksamkeit wird sehr geschätzt. Wir werden aufbrechen, sobald alles bereit ist. Bitte ruh dich bis dahin gut aus. The Duke has stamped out most of the troops who invaded Fraldarius. As things stand, a clash on royal soil and eventually within the capital is inevitable. As you are the only blood kin I have, my lord, I pray we might find a way to resolve this conflict peacefully. Ah, what rubbish. He sings of conciliation, but I know a threat when I read it. Oh, Rufus haben wir tatsächlich in Three Houses gar nicht gesehen, ne? Wir haben nur von ihm gehört. Shouldn't you take better care of a letter from your dear nephew, my lord? He's not expecting a reply. The creature means to slay me. Your fear of Prince Dimitri runs deeper than I thought. You shouldn't have missed your chance 4 years ago in Dusker, or 2 years ago during the suppression of the rebellion. That's twice you failed to kill him. I've learned my lesson. A lion's cub is still a lion, and one cannot slay a lion with a clumsy scheme. It's those monstrous eyes, Cornelia. They terrify me. The boy is a vicious animal, yet he attempts to feign actual grief that we can't find common ground. The aberrance of it shakes me to my core. I understand completely. Every night since I killed my brother, I dream a lion is ripping out my throat. You'll run yourself ragged if you live your days in fear of revenge. You were meant to rule Fargus, and you have the power to make it so. Your royal army is the finest in the realm, and if I may be so bold, you also have me. Put your worries to rest, my king. Sleep deeply and without fear. I'm so utterly tired. Tired of being afraid. Tired of what I've become. All of it. I see. And how much longer until Tullus gives the word? I know only that something is amiss in the Imperial capital. Curse it all! I am not waiting 1,000 years for that doddering old fool to act. Rally the Western lords and their troops, and be quick about it. Have them make ready to intercept that whelp. As you command, Cleobulus. According to our scouts, the enemy has positioned their troops on the capital streets.
so they can use the townsfolk as shields when we take the fight to them, with vulgar tactics. Well, now that we know their strategy, our next move will be critical. A victory stained with the people's blood achieves nothing. We'll need to move our forces swiftly, but with caution. Dedu, has there been a reply from my uncle? Nothing of yet. I thought not. Your Highness, will you truly be able to strike Rufus down when the time comes? I will do what is required of me. Preparations are complete, Your Highness. The people are waiting for you, Dimitri. Let's not keep them any longer. No, we'd best not. You're our commander, but you look like you're heading for a funeral. Could you maybe try not being so insufferable? Apologies for my demeanor. I've more than a few things on my mind. But very well. Let's begin our final war council. You look pale. Not keen on fighting your own blood? Sadly, I saw this fight coming long ago. Then what's the problem? Now that I've brought the fight to the streets of the capital, I wonder if my actions are right. Most of the people here favor keeping the royal line of succession. That's because my father and the kings before him maintained peace inside these walls. But ever since my uncle seized power, the people have been forced to endure his licentious reign. Did you know they asked me to assume the throne before my time at the academy? They said only a true king could undo Rufus's misrule. So why didn't you? Because it would have divided the kingdom, just as it's doing now. Yet had I supported my uncle's claim, it would have been open rebellion. And the only way to prevent such a rebellion is to invade the capital and kill the regent. In other words, I cannot restore my grandfather's peace without first breaking it. In that case, there's no reason to hesitate. You know fighting is the only answer here. You just have to accept it. My apologies. I have a bad habit of agonizing over such things. And as all of you have come this far to help me, the least I can do is make an attempt at optimism. Na dann, würde ich sagen, legen wir los. Einheit platzieren. Bevor du einen Kampf beginnst, kannst du anpassen, welche Einheiten du einsetzen möchtest. Im dunkelblauen Raster platzierte Einheiten können befehligt werden. Zudem können ihnen Befehle erteilt werden. Im hellblauen Raster platzierte Einheiten können nur Befehle erteilt werden. Hebe Einheiten hervor, um ihren Vorteil gegenüber Gegnern auf dem Schlachtfeld, die auf dem Schlachtfeld erscheinen werden, anzuzeigen. Du kannst sie dir anhand von Waffenart und Effektivität ansehen. Wähle Einheiten aus, die gegenüber den Gegnern, mit denen ihr es zu tun bekommt, keinen Vorteil haben. Wir haben hier Ingrid, wir haben Mercedes, wir haben Didu, wir haben Felix, wir haben Sylvain. Perfekt. Dann nehme ich hier mal Ingrid. Und dann nehme ich hier noch Sylvain. Ich glaube, die würde ich auch später mehr trainieren wollen. Ist hier eine Truhe? Da gibt es eine Truhe. Kann sich Ash kümmern. Wenn wir Ash Befehl erteilen können, können wir ihn auch zur Truhe schicken. Wieder mal los. As we feared, the soldiers are using the... Kommst du nicht hin, ne? Muss ich erstmal hier aufmachen. We will proceed as planned. We must strive to perform to the best of our ability. Was haben wir hier? Eine Axt. Was ist Lanze? Naja. Felix, mein Bester. I'll do what I can. It's worth a shot. Townsfolk as shields. What cowards! And our first priority is to secure the people's safety. Yeah! My uncle can wait. We'll start by eliminating guards on the capital perimeter. Commence the attack. Bin schon dabei.
This will go faster if we split into 2 groups. Ja, okay. Ja, vielleicht kannst du nicht mehr kämpfen. Das verspreche ich dir. Oh, das war das, was wir eigentlich Felix machen lassen. Almost broke his sweat there. Next. Upsi. Oh, das ist richtig. Perimeter is secure. Things should be easier now that we know our backs are safe. Open the gates and seize the town. Ensure no harm comes to the people. Er wusste nicht, was sie da tun. Besiege die Armee des Großherzogs in der befestigten Stadt. Okay. Ferdiad is large. We should divide and conquer. Hey, are the front gates still closed off? We should probably open them up so we can get reinforcements in here, yeah? A fine idea. Ist der schon erledigt? Ich hab keine Ahnung, der fliegt ja immer noch. Wir setzen das Gold und öffnen das Haupttor. Bin dabei. Nee, der hat Level Up. Wie du. I think I've grown. Das glaube ich auch. Und er da hinten macht seine Attacke. Oh, mit dem. Meine Güte, sind Schwerter hier effektiv. He's a balanced one. Clearly that apple did not fall far from the tree. To think they would involve innocent people. We must end this battle as soon as we can. So, guten Tag. War schon krass, dass du mit einer Dingsschwäche bist. Mit einer Schwertschwäche. Die ganze Knacke ist schwach dagegen. Wie sieht's hier aus? Wir müssen hier von der Seite rein. Okay, du. We will proceed as planned. We must strive to perform to the. Begin the opera. Our orders are clear. Let's begin. Und. Wie die 30 hier um alles kümmern. Allow me to help. Sylvain kann da eigentlich auch übergehen. Der kann hier auf der Seite relativ wenig machen. I'll make short work of this. So, dann haben wir hier noch. I'll do what I can. It's worth a shot. Da oben kommen wir noch nicht hin. Gut. So, wen haben wir noch? Ash. I'll do my best. Kommen wir schon zur Truhe hin? Hier durch. Ist noch ein bisschen weit weg. Naja, sieht man doch schnell. So, haben wir mal eben alles durchorganisiert. Zurückgelassene Items. Erweckungsleiste auffüllen. Sammle blaue Tränke auf, um deine Erweckungsleiste auszufüllen. Let us take this stronghold. So, wir gehen hier natürlich gründlich durch. So, aus unserer Seite. Oh, Felix, habe ich dir schon wieder deinen Job weggenommen. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Weiter. Mit. Oh. Hier runter. Wie sie da stehen. Stopp. Tag, der nächste Kämpfer. Also halt, die hätten hier echt mal ein paar weniger Kämpfer aufstellen sollen. Ja.
Level 7. Gotta keep aiming higher. Is this really the best the officers of Ether can offer? Disappointing. Ja, geht ja auch so. I got this. Ja. Ja. In that case, fling open the gates. Sorry, Your Highness. Stole your thunder there. Tada! Es ist offen. Your Highness, you're all right. We should have never let it come to this. Do not blame yourselves. However, you seek to make amends. Lend me your strength and help me reclaim the capital. Wer braucht schon das Waffendreieck auf seiner Seite? Forgive me, my lord. So, ist der Weg zur Truhe frei? Noch nicht. Ist in Arbeit. So, was haben wir hier? I'll do my best. Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir Kämpfer überall. Gott, so viele Kämpfer. Muss ich jetzt einmal im Kreis gehen? Wir können hier an der Seite hochgehen. Gut, also. I'll do what I can. Du gehst dahin. We march on me. Oh, nevermind, wir gehen da nicht hin. Das ist dicht. Du kannst den da besiegen. I've got this. Oh, nicht alle. Nein. Zu viel. I'll do what I can. It's worth a shot. Das hier ist der Öffnungspunkt, ne? Shall we? Let's give it a shot. We will proceed as planned. Hier haben wir das auch noch dicht. We must strive to perform to the best of our ability. I see our enemy is somewhat competent. Deal with this, Viscount Kleiman. Da brennt's ja. Worry not, Cornelia. We will save Prince Dimitri from that vile puppeteer who controls him. Drücken die beste Stadt vor. Wir sehen die Truppen von Viscount Kleiman. We need to take care of those soldiers before. Okay, sind dran. Die sind hier, ne? Das sind Faustkämpfer. Was machen wir mit den Faustkämpfern? I'll do what I can. Gute Idee. Felix. It's worth a shot. Dann haben wir auf der Seite Soldaten, Lanzen. Tja, Axtkämpfer haben wir nicht. Okay, wir haben du. Du, wo bist du? Du bist dabei. Dimitri. We will Gut. proceed as planned. We must strive to perform to the best of our ability. Forward boxed in. Awaited this moment. Oh, I suggest we identify our soldiers to deal with the multiple threats, Your Highness. Let's do this. Machen wir den auch mal eben kurz kaputt. I must Wo keep waren wir aiming stehen higher. geblieben? I'm ready to go. So, wir wollten ein bisschen mit den anderen probieren. Der hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Die Seite. Der geht auf letzte Welt. Wunderbar. Oh, davon liegt doch was gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Na, wir hätten gar nicht zurückgehen müssen, aber dann haben wir das hier nicht eingesammelt. Und wir sollten mal eine Pause machen, weil wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Gut, dann machen wir an der Stelle hier eine kurze Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin und ciao!